Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um Pläne für das nächste Abenteuer auf See zu schmieden. Unsere kommende Saison zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie vielfältig unser Programm ist. Reisen mit Hapag-Lloyd Cruises bedeutet eine Vielfalt von Erlebnissen, Momente, die eindrucksvoll und nachhaltig sind. Mal leise und weit im Eis, mitten in der unglaublichen Stille der Arktis und Antarktis. Mal warm, farbenreich, facettenreich, vom Südpazifik über die Karibik nach Zentralamerika oder entlang der Küsten, die man einmal im Leben gesehen haben muss. Genau diese Vielfalt möchten wir heute mit Ihnen teilen. Denn unser Ausblick auf die neue Saison steht für das, was unsere Gäste an uns schätzen. Zeit, Raum und echte Entdeckungen, fernab des Alltäglichen. Und wer kann Ihnen das authentischer erzählen als unsere Kapitäne? Wir haben unsere Kapitäne gebeten, Ihnen ihre Lieblingsroute vorzustellen und einen Tipp für die nächste Saison zu geben. Viel Spaß! Herzlich willkommen an Bord der Hanseatic Nature. Ich bin Ihr Kapitän Alexander Rabebert und wir sind ein kleines, aber feines Expeditionskreuzfahrtschiff. Für mich gibt es nichts Schöneres als Mutter Natur und das mit unseren Expeditionsschiffen kennenzulernen, egal ob es Polarlichter sind oder Eisfahrt. Das ist für mich das Nonplusultra oder die Tierwelt. Meine persönliche Empfehlung als Kapitän für das Jahr 2026 sind unsere Nordlandreisen, weil Sie Hamburg einsteigen können, Hamburg aussteigen und Sie können trotzdem komplett Expedition erleben. Zum Beispiel nach Norwegen, Polarlichtreisen, durch die Fjorde, Inside Passages nach Tromsø. Dort auch zum Beispiel Hundeschlittenausflüge. Unser höchstes Ziel im Norden ist das Nordkap. Dort gibt es zum Beispiel die Quad-Ausflüge. Die Polarlichter sind für mich was ganz Besonderes, weil sie sind in Farbe und Form immer unterschiedlich. Ein weiterer Geheimtipp hier bei den Nordlandreisen wären unsere Reisen im Winter in die Ostsee, in den Botnischen Meerbusen, der nördlichste Zipfel der Ostsee überhaupt. Was da das Highlight schlechthin ist, ist natürlich die Eisfahrt. Wir haben die höchste Eisklasse für Kreuzfahrtschiffe. Und dort gibt es weitere schöne Sehenswürdigkeiten wie Lulea, Kemi oder auch der Besuch der offiziellen Heimat des Weihnachtsmannes. Egal für welche Reise man sich entscheidet, da kann man gar nichts falsch machen, weil das ist einzigartige Natur und Expedition, so wie wir es lieben. Hallo und herzliche Grüße von der Hanseatic Inspiration. Ein 5-Sterne-Expeditionsschiff, auf dem Sie nicht nur Luxus, sondern auch einmalige Expeditionsreisen erleben können. Die kleine Schiffsgröße, geringer Tiefgang und die Eisklasse erlaubt es uns, entlegene Ziele anzusteuern, die nur ein Expeditionsschiff erreichen kann. Zurzeit sind wir in den chilenischen Fjorden, ein Fahrtgebiet, das mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Zodiac-Rundfahrten vor gigantischen Gletschern oder Zodiac-Anlandungen in Nationalparks machen diese Reise zu einem Erlebnis. Ein Reiseziel, was ich Ihnen persönlich empfehlen möchte, ist die Antarktis. Jede Reise ins Südpolarmeer ist auch für mich ein Abenteuer. Kreuzen im Weddellmeer zwischen kolossalen Tafeleisbergen, Anlandungen bei Pinguinkolonien, Walbeobachtung sind faszinierende Erlebnisse. Für mich ist es ein Bedürfnis, diese Faszination mit Ihnen zu teilen und Sie genau an diese Orte zu bringen. Ein ganz außergewöhnliches Abenteuer ist die Halbumrundung der Antarktis und die Überquerung des südlichen Polarkreises. Neben der Chance, Kaiserpinguine zu sehen, sind Packeis und das spektakuläre Ross-Eisschelf Eckpunkte auf dieser Reise. Ja, hallo, mein Name ist Axel Engeldrum. Ich bin Kapitän auf dem Expeditionskreuzfahrtschiff Hanseatic Spirit. Und momentan sind wir hier in der Südsee unterwegs. 2026, da haben wir spannende Reisen im Programm und ich freue mich besonders auf die ganz ausgefallenen Inseln, die wir ansteuern möchten. Es gibt eine Reise von Kapverden durch den Südatlantik bis nach St. Helena, eine Insel, die ich selbst in 20 Jahren noch nie mit einem Schiff ansteuern konnte.
Da möchten wir 2 Tage bleiben und setzen die Reise dann an mehreren Seetagen fort in Richtung Küste Namibias. Walfish Bay möchten wir ansteuern und dann nach Kapstadt. Eine ganz tolle Tour, die ich empfehlen kann. Und von da aus brechen wir weiter auf zu spannenden Reisen. Südafrika, eines der schönsten Ziele, die ich viel privat bereist habe. Da geht es weiter dann bis nach Madagaskar. Die Insel möchten wir dann im Norden umrunden und es folgen weitere spannende Touren dort in der Region Madagaskar und Südafrika. Das sind Reisen, auf die ich mich für 2026 am meisten freue. Und nach den warmen Tagen in Südafrika wird es dann wieder Zeit, das Schiff ins Eis zu bringen. Wir möchten eine Tour machen von Kap zu Kap, vom Kap der Guten Hoffnung zum Kap Horn und dabei besuchen wir die Antarktis. Ja, Europa ist ein sehr familiäres Schiff, da der Bezug von Gast und Crew sehr eng ist, weil alle schon jahrelang zusammenfahren. Und das lieben die Gäste natürlich genauso wie die Crew das liebt. Die Weihnachtsreise 2026-27 lege ich Ihnen ans Herz. Sie startet in Palm Beach und hat natürlich die gesamten Highlights der Karibik dabei. Das unberührte Dominica oder die grünste Insel überhaupt in der gesamten Karibik mit wunderschönen Wasserfällen und Buchten. Und natürlich auch St. Barts muss dabei sein. Das ist ein Jet-Set und natürlich als Highlight zum Jahreswechsel Barbados. Dann geht es anschließend wieder zurück nach West Palm Beach. Und dann kann ich Ihnen noch nahelegen, eine schöne lange Reise von 29 Tagen von Valparaiso nach San Francisco. Es geht vom Süden zum Norden und haben dabei Machu Picchu, die Kulturgüter allgemein, wunderschöne Seetage bei angenehmen Temperaturen und natürlich auch sonst Kultur und Kulinarik, die wir Ihnen auf dieser Reise bieten können. Dann kann ich Ihnen noch die Reise von San Francisco nach San Francisco nahelegen mit 16 Tagen über Vancouver und Seattle, wo Sie dann wirklich den American Way of Life kennenlernen können. Und unter Umständen auch mit dem Wasserflugzeug über Vancouver fliegen können, um die Natur näher kennenzulernen. Einen herzlichen Gruß hier von Bord der MS Europa 2. Während bei Ihnen zu Hause die Heizung auf Hochtouren läuft, kreuzen wir hier durch die Karibik bei fast 30 Grad und viel Sonnenschein. Europa 2 ist sicherlich einer der Maßstäbe für legeren Luxus auf See, aber zu einer tollen Reise gehört nicht nur ein schönes Schiff, sondern auch wirklich ganz außergewöhnliche Ziele. Und ich persönlich freue mich ganz besonders auf 2027, denn da geht's wirklich in die Vollen. Es startet in Singapur und dann zunächst einmal Indonesien, ganz intensiv. Von dort aus weiter, erstmalig für die Europa 2, Westaustralien. Ich bin persönlich sehr gespannt. Von dort aus weiter nach Neuseeland. Neuseeland, ein absolutes Traumziel, da brenne ich schon wirklich drauf. Von dort aus weiter in die Südsee hinein. Jeder hat so seine Traumvorstellung davon. Weiße Strände, blaues Wasser, genauso ist es auch dort. Ebenfalls ein Premierenziel für die Europa 2, Papua-Neuguinea. Wirklich etwas, was man nicht allzu häufig in den Fahrplänen sieht und noch einmal etwas ganz Exklusives, etwas Besonderes. Also ich persönlich freue mich unglaublich auf diese Reisen, bin sehr gespannt und natürlich freue ich mich auf Sie.